Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Die Klimaschmutzlobby von Susanne Götze ist ein eindringliches Plädoyer für ein Umdenken in der politischen und wirtschaftlichen Landschaft Deutschlands und darüber hinaus. In einer Zeit, in der der Klimawandel nicht mehr ignoriert werden kann, entblößt Götze die Zusammenhänge zwischen Politik, Wirtschaft und Umwelt. Die aktualisierte Ausgabe enthält ein Vorwort von Harald Lesch, einem renommierten Wissenschaftler und Kommunikator, der die Dringlichkeit des Themas unterstreicht. Götze beleuchtet, wie Lobbyisten und Entscheidungsträger ein System aufrechterhalten, das dem profitablen Geschäft mit fossilen Brennstoffen dient, während gleichzeitig die Zukunft unseres Planeten aufs Spiel gesetzt wird. Die Autorin fordert die Leser auf, aktiv zu werden und die zukunftsorientierten Alternativen zum fossilen Kapitalismus zu erkunden. In einer Zeit des Wandels ist es essentiell, dass wir uns mit den derzeitigen Machtstrukturen auseinandersetzen und uns für eine nachhaltige Zukunft einsetzen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Die Rolle der Lobbyisten im Klimawandel. Lobbyisten spielen eine entscheidende Rolle im politischen Entscheidungsprozess, insbesondere in Bezug auf den Klimawandel. Susan Götze beschreibt, wie Lobbygruppen Einfluss auf Regierungen ausüben, um politische Entscheidungen zu beeinflussen, die ihren wirtschaftlichen Interessen zugutekommen. Diese Einflussnahme führt häufig dazu, dass umweltpolitische Maßnahmen verzögert oder abgeschwächt werden. Götze zeigt, dass durchaus viele wirtschaftliche Interessen im Spiel sind, die nicht nur klimafreundliche Alternativen torpedieren, sondern auch eine Informationsasymmetrie schaffen, die es der Öffentlichkeit schwer macht, informiert zu werden. Das bedeutet, dass die Fakten über den Klimawandel oft zugunsten von wirtschaftlichen Erträgen unterdrückt werden. Der Leser wird dazu angeregt, das Ausmaß der Lobbyarbeit zu erkennen und die Notwendigkeit einer Reform für mehr Transparenz und Verantwortung zu verstehen. Zweitens: Der Einfluss der Wirtschaft auf die Klimapolitik. In ihrem Buch analysiert Götze den Einfluss von großen Unternehmen und ihren Lobbyverbänden auf die Klimapolitik. Sie wirft einen kritischen Blick auf die Art und Weise, wie Öl- und Gasunternehmen sowie andere klimaschädliche Industrien versuchen, ihre Position zu verteidigen und ihre Interessen durchzusetzen. Diese Akteure nutzen eine Vielzahl von Taktiken, darunter das Verbreiten von Fehlinformationen, das Sponsoring von wissenschaftlichen Studien und das Führen von Öffentlichkeitskampagnen, um ihre Agenda durchzusetzen. Götze argumentiert, dass der Einfluss dieser Unternehmen nicht nur das politische Leben, sondern auch das individuelle Verhalten der Bürger beeinflusst, da diese oft in einer Welt leben, in der umweltschädliche Praktiken als normal akzeptiert werden. Das Buch beleuchtet auch das Potenzial von Unternehmen, die tatsächlich eine positive Rolle im Kampf gegen den Klimawandel spielen könnten, und zeigt Beispiele für Firmen, die Verantwortung übernehmen und nachhaltige Praktiken anwenden. Drittens: Zukunftsorientierte Alternativen und Lösungen. Götze bietet nicht nur eine kritische Analyse der bestehenden Probleme, sondern beleuchtet auch die positiven Alternativen und Lösungen, die es gibt. Der Fokus liegt auf den neuen, nachhaltigen Technologien und Praktiken, die uns helfen können, in ein umweltfreundlicheres Zeitalter einzutreten. Sie diskutiert unter anderem die Umsetzung erneuerbarer Energien, die Förderung des öffentlichen Verkehrs und die Notwendigkeit von Mehrwerten in der Agrarwirtschaft. Götze hebt hervor, dass Veränderung möglich ist, wenn Regierungen und Unternehmen bereit sind, gemeinsam an einer besseren Zukunft zu arbeiten. Sie skizziert verschiedene Ansätze, die es ermöglichen, die Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig wirtschaftliches Wachstum zu fördern. In diesem Abschnitt ermutigt sie die Leser, die Stimme zu erheben und politische Maßnahmen zu fordern, die in diese Richtung gehen. Viertens: Die gesellschaftlichen Auswirkungen des Klimawandels. Der Klimawandel betrifft nicht nur die Umwelt, sondern hat auch tiefgreifende Auswirkungen auf die Gesellschaft. In ihrem Buch beschreibt Götze, wie soziale Ungerechtigkeiten und wirtschaftliche Disparitäten durch die Folgen des Klimawandels verstärkt werden. Besonders die vulnerabelsten Gruppen haben kaum Möglichkeiten, sich gegen die Auswirkungen abzusichern. Die Autorin stellt dar, wie extreme Wetterereignisse, steigende Meeresspiegel und Veränderungen in der Nahrungsmittelproduktion zu Krisen führen können,
die vor allem die Entwicklungsländer und sozial Benachteiligte stark belasten. Götze fordert eine ganzheitliche Sichtweise, die verschiedene Aspekte wie soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit miteinander verknüpft. Ihr Fokus auf die Bedeutung einer gerechten Klimapolitik impliziert, dass Veränderungen nicht nur ökologisch, sondern auch sozial verantwortungsvoll gestaltet werden müssen. Schließlich die Verantwortung von Politikern. Politiker tragen eine immense Verantwortung, wenn es um den Klimaschutz geht. Götze thematisiert, wie wichtig es ist, dass Entscheidungsträger ihre Macht nutzen, um die Interessen ihrer Wählerschaft zu vertreten und gleichzeitig die langfristigen Auswirkungen ihrer Entscheidungen auf den Planeten im Blick zu behalten. Dabei kritisiert sie oft die kurzsichtige Politik, die auf sofortige Gewinne abzielt, statt nachhaltige Lösungen zu entwickeln. Politische Entscheidungen sollten daher nicht nur von den Lobbyisten und deren finanziellen Rückendeckungen beeinflusst werden, sondern auch von gut informierten Bürgern, die einen Sinn für Verantwortung für das Wohlergehen des Planeten und zukünftiger Generationen haben. Götzes Analyse zeigt, wie essentiell die Verbindung zwischen Politik und Bürgerengagement ist, um letztendlich einen effektiven Klimaschutz umzusetzen. Zusammenfassend: Die Klimaschmutzlobby von Susanne Götze ist ein essentielles Buch für jeden, der sich für den Klimawandel und die damit verbundenen politischen Strukturen interessiert. Es ist für Leser geeignet, die eine tiefere Einsicht in die Mechanismen gewinnen möchten, die hinter den Kulissen wirken und die bereit sind, aktiv zu werden. Durch die enge Verknüpfung von politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aspekten bietet das Buch einen ganzheitlichen Überblick über die Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind. Leser, die sich fragen, wie sie ihren eigenen Fußabdruck reduzieren und für eine nachhaltige Zukunft kämpfen können, finden in diesem Buch wertvolle Anregungen und Lösungen. Es regt zum Nachdenken an und motiviert zur Aktion. Götzes Schreibstil ist klar und zugänglich, was es auch für Leser ohne tiefergehende Vorkenntnisse leicht macht, den Inhalt zu verstehen. Darüber hinaus fördert das Buch ein Bewusstsein dafür, wie wichtig es ist, sich über die Mechanismen der Macht und den Einfluss von Lobbyisten bewusst zu sein, was uns letztendlich zu mündigeren Bürgern macht, die in der Lage sind, informierte Entscheidungen zu treffen. In einer Zeit, in der der Klimawandel immer drängender wird, ist dies ein wichtiges Buch, das nicht nur informiert, sondern auch inspiriert und aufruft, aktiv zu werden. Wenn Sie unterstützen möchten, Susanne Götze, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.